Moin liebe Freunde, was geht ab? Mein Name ist der Blaukopf und wir zocken heute Super Blue Boy Planet, wo wir einen kleinen blauen Mann spielen, der nach seiner Freundin vergeblich sucht oder so ähnlich. Ah, okay. Kann ich auch. Okay. Man macht es, glaube ich, ja, nur mit den Pfeiltasten. Ich habe es schon mal gespielt, glaube ich, nur um so mich nicht ganz zu blamieren hier. All enemies can be jumped on. Zack. So, ja, nichts anderes als Jump and Run, aber für einen kleinen Zeitvertreib. Scheiße, ich bin tot. Für einen kleinen Zeitvertreib ein sehr nices Spiel auf jeden Fall. Macht für kurze Zeit gut Laune. Achso, scheiße. Ja, genau. Hier brauchen wir nicht. Jump on triggers to progress. Alles klar. Zack. Ah, okay. Erstes Level geschafft. Wunderbar. Klein, aber fein würde ich das Spiel hier nennen. Wird natürlich von Level zu Level immer schwerer. Hier haben wir... Ich glaube, das soll einen Spin darstellen. Was auch sonst. Zack. Dann sind wir hier. Und wir werden rübergeführt. Zack. Checkpoint. Ah, hier geht's schon los. Siehst du? Hier geht's schon los. Scheiße. Ah, ich glaube, ich muss einmal... Zack, einmal so tun. Und wenn so hoch geht... Jawohl. So. So und nicht anders. Bitches. Scheiße. Ach nee, hier war ja was. Oh Mann, Junge, ich bin so schlecht da drin. Zack, einmal angetäuscht. Und rüber. Jawolski. Okay. Scheiße, du. Ja, jetzt wird schon knifflig so langsam, ne? Knifflig. Ja, kriege ich nicht mehr hin. Das ist unglaublich schwer. Ihr glaubt's nicht, ne? Also am besten einfach selber ausprobieren. Bei Steam kostenlos, ich glaube, ist auch unter den Top 10 hier. Wenn ihr bei Steam auf kostenlose Spiele geht. Bin also nicht der Einzige, der dieses Spiel ganz lustig findet, ganz witzig. Für eine kleine Runde, wenn man nicht allzu viel Lust hat auf große Spiele, ist das ein netter Zeitvertreib. Jawohl. Sehr gut. Da ist der Checkpoint. Nein! Na gut. Okay. Ich würde sagen, ihr habt genug gesehen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und hier geht's schon ein bisschen mystischer los bei Trick and Tread Visual Novel. Es ist ein Indie-Spiel. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Es war nur unter den Top 10, also habe ich mir gedacht, gut, will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, the sound of our steps combined with that of the occasional natural is the only thing we can hear. It's terribly dark in this place. The dense vegetation makes it impossible to see the sky or light from the moon. At a time like this one begs to not run out of battery. We walk without knowing what we are really looking for, or better said, for no reason. We are just a group of boys bored with our lives, trying to create a lasting memory on this night instead of just staying at home doing nothing. Today is October 31, All Hallows Eve, better known as Halloween. 3 young men walk through a dark but up until now nothing special first. Me being one of them. We are doing it proof of courage. It's too bad there isn't a girl here to see how brave we are. Seeing it like that,
One could say this is a meaningless effort. For a moment I stopped to look at my watch. It's 1:49 a.m. It would be best to return, I should tell them. Okay. I was about to speak when suddenly the atmosphere in the forest becomes strange. Suddenly a cold chill runs through my body. It was like any other chill except it was not going away. For no reason the air's temperature dropped from one second to the other. So much so, my breath becomes invisible, turning into mist. It doesn't end there. The air is now filled with a rotten smell, just a little short from being unbearable. Images of worms and flies soon appear in my mind, giving me a really unpleasant feeling. We all stop at that moment. Excellent. What's happening? I asked, confused while turning to look at my friends. By the expression on their faces, it was easy to know that they were just as lost as I was. It was then that we heard footsteps near me that did not come from any of us. We all got that quiet after that. I don't know if it was out of fear or to check if it was not a mistake, but we stayed motionless like statues, without making a noise. Just looking at each other's face, wondering the same thing. A friend of mine. What was happening? Axel, as if I could know. We heard the steps again. They clearly belong to a human, or at least to a large animal, but there is something strange about them. It sounds as if the person walked dragging one foot. Just thinking about it made me shiver. Friend, damn! Why is this happening? It makes no sense. We should have returned home before, but now it's too late to regret it. I had the feeling that we are being stalked by someone. The strange footsteps stop, but I'm still feeling the presence near me. I don't know where it is, but I know that it's looking at me. That cursed thing is looking at me. My heart is beating anxiously. It's almost as if my body was telling me to get out of there, but strangely my friends seemed unable to perceive it. Friend, it seems that it's gone. It must have been just an animal, said one of them, convinced that we are safe. I would like to believe that too. We had a still of relief. However, bad luck would soon strike us again. Okay, krass. Unexpectedly, the forest becomes darker than before, just a blink of an eye. But what wasn't the fault of the forest, but of our flashlight, which went out. Of the three, only one, mine, was still working. What's going on? Did the batteries die? Asked one of them, scared, while they both beat them desperately, as if that was going to revive them. Keine Ahnung. I can't blame them. The idea of walking in the darkness was not pleasant for anyone. But after a few moments, we had no choice but to resign ourselves to that. Once more, the sound of our footsteps is heard. But the silence is different now. We are not quiet because we have nothing to say about it, because we are afraid. We continue walking despite the fear that invades us. Visibility is almost zero, but we have no choice. In theory, we were talking back looking for the exit, but I cannot remember anything of this forest. We could be walking in circles and I would never notice it until it is too late. I hate the thought of it. I just want to get out of the... Suddenly, my thoughts are silenced. We heard the footsteps of someone, or something. Once more, the three of us become statues, awaiting the presence to go. I hold my breath while feeling my heart beating anxiously. Axel,
Damn. Get away from here and leave us alone. Unexpectedly, the steps are hard closer. This time they do not disappear, but rather come at us. I can't stand it. Desperately, I move my flashlight everywhere looking for the author of those footsteps, hoping for the light to reveal their identity and erase our fears. Nothing. Nothing. Is that all there is around here? Just empty air? My anxiety grows with each fade, then I refuse to believe that it was a ghost. Suddenly, when I move the flashlight again, I see a silhouette. I could not distinguish what it was, but for a moment, the light revealed something. Quickly, I point the same place, only to discover it was gone. I hold my breath anxiously. It was not an illusion. I am sure that I saw something. It was then that I hear something near me. Without even thinking, I am the light towards that place. Okay, krass. Also nochmal kurz, um es zusammenzufassen. Wir sind in einem Wald mit unseren Freunden und haben auf einmal irgendwelche Schritte gehört. Und wir konnten es nicht orten. Zudem ist ganz doller Nebel eingefallen und die Temperaturen haben ganz doll geschwankt. Ich weiß nicht, ob sie nur nach unten gegangen ist, aber ich glaube, sie haben ganz doll geschwankt. Und wir wissen immer noch nicht, was es ist. Unsere Freunde kriegen schon total die Panik und fragen wild herum, was ist da, wo bist du, komm raus. Und wir, wollen es natürlich auch wissen, ne? Weiter geht's. What I found leaves us paralyzed with an expression of disbelief on our faces. It is a white cat with eyes of an interest. Okay, das ist also eine weiße Katze. It is a white cat with eyes of an intense red, which stands before us. Her look is not friendlized to say something. Somehow I get the feeling it's a female cat. Suddenly she lets out a thunderous meow that leaves us terrified. It sounded more like a lion roaring than a simple cat. The echo of her meow is heard throughout the forest, making it sound more sinister than it should be. It was then that suddenly an inexplicable force hits us three. Whoa. I fall to the ground and little by little my eyelids close. The fatigue becomes unbearable. I lose consciousness on the ground of the forest without knowing what was going to happen with me. Interlude. Before night falls. Okay. Oh, wo sind wir? It is a day like any other, so normal that it was almost painful. The only special thing that could be said about it is that it's October 31st. Far away are the memories when I was a kid and went out with my friends to ask for sweets from house to house. Just remembering it made me sad. I feel nostalgic. Some things were better when I was a child, or at least seems like that. There were some who had good costumes, whether of superheroes or monsters. My friends and I, on the other hand, had to use our imagination. Creativity was our costume, you could say, no matter how funny it could sound. I remember that my mother once painted red my face and told me, "You will be the devil." But it seems only she saw it that way. When we went from home to home, everyone said I was the tomato man. But those things didn't matter to me, since we always had a good time. If I ask for candy now, even if I had the best costume, I'm sure no one would give me anything, except perhaps a scolding for acting like a child when I am 17 years old. But anyway, I can't stay in the past. I must live in the present, no matter how little exciting it might be. Back to reality. We are a group of friends who don't have any plans for today. We are still not old enough to go to a disco, and I doubt guys as us would have any luck in that environment. The other option would be to go to a party, meet girls and have fun. Everything perfect, except that nobody has invited us. Not being popular has its disadvantages. Friend: "Hey Axel, let's have a couple matches. What do you say?"
My friend, Steven, called my attention while playing with the game console. Russia. I believe that's what the game is called, a fast and quite complicated fighting game for me. I would normally agree to play with him, but for some reason I don't feel in the mood today. Axel, I have no desire to play now. I replied with discouragement. I almost feel bad for doing it. Steven, boring. The AE is no rival for me. Steven said with confidence. That you're playing in normal difficulty does not help your argument. I don't feel losing, but if you want to, can challenge to it. Alfred, I said, letting the attention to my other friend. I don't know how to play that, answered Alfred, doubting. Okay, ich will jetzt gar nicht so lange darauf eingehen eigentlich. Es ist schon, ich glaube, ich spiele es nach diesem Video sogar noch weiter, weil es mich extrem interessiert, wie diese Geschichte hier weitergeht. Es ist unglaublich schön erzählt, unglaublich bildhaft erzählt, wo man sich im Kopf einfach schöne Bilder ausdenken kann. Und ich bin gespannt auf die Geschichte. Am besten, ihr schaut es euch einfach mal selber an. Wer also ein wenig hier auf diese Anime-Geschichten steht, der sollte sich das mal anschauen vielleicht. Okay, kommen wir zu meinem dritten und letzten Spiel. So, unser drittes Spiel heißt Brawlhalla und ist angelehnt auf zum Beispiel sowas ähnlichem wie Super Mario Smash oder sowas. Wir zocken heute nur den Singleplayer und einmal versus Bots, damit ich mich nicht ganz blamiere. Hier können wir uns zunächst 6 Leute aussuchen, einen von 6 Leuten. Ich finde den ja eigentlich ganz cool. Nämlich ihn hier. Steinmensch. Wie heißt der? Keine Ahnung. Steht nicht da. Steht bestimmt irgendwo, aber okay, kann hier nichts auswählen. Okay, und ja, okay, nehmen wir ihn jetzt. Hier, zack. Und ready for battle. Ja, CPU. Nee, Quatsch. Also, ich bin ja hier. Ja. Okay. Wir nehmen einfach mal diese Welt hier. Oh, Wushang und Thatch, Piraten und einem, ja, weiß ich nicht. Oh, ich weiß gar nicht mal, wie ich steuere. Ich weiß nicht mal, wo ich schlage oder ähnliches. Was mache ich hier? Okay, ich kämpfe auf C. Wow. Wow. Da ist ein Schwert. Ich muss das Schwert holen. Zack. Ha. Komm her. Boom. Boom. Ha. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich bin so scheiße in diesem Spiel. Oh, und ich bin... Oh, jetzt bin ich aber wirklich raus. Ja. Okay. Ja, ist das wirklich wie Super Mario Smash? Kann man hier noch mehr machen? Zack. Guck mal, ich muss erst mal kurz in die Steuerung hier schauen. Das geht also nicht. So. Ach, ich habe ganze Dodge, Heavy, Quick, Throw. Aha. Unten. YXCV. Ne, Quatsch. Z? Ja gut, die amerikanische Tastatur. WASD wäre ja schöner, wenn ich so laufen würde. Und dann... Was ist das hier? Show Names. 1, 2, 3, Taunts. Pausenmenü. Ich versuche es erstmal auf die altgebackene... So, auf C kann ich immer noch schlagen. Und ab. Oh! Fast gehauen, Alter. Zack. Und Handschuhe habe ich. Jetzt habe ich Handschuhe. Okay, das ist ab und das ist
Nein, ich hab sie geworfen. Scheiße. Oh, hab ich ihn voll die Fresse geschlagen. Oh, scheiße, mein Handy. Witzig, auf jeden Fall. Oh, scheiße. Das war's, glaube ich. Das war's. Ja. Oh, ich bin mies schlecht in diesem Spiel. Aber es macht trotzdem Spaß. Und jetzt habe ich gleich mal hier meinen Hammer wieder. Boom, ey. Oh, scheiße. Jawohl, jetzt hier. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich... Oh ja. Jetzt geht's los hier. Jetzt habe ich was drauf. Komm schon. Scheiße. Oh, scheiße, doch nicht. Ich habe doch nichts drauf. Oh, doch. Ha! Das gesehen? Jetzt. Wann ist das Spiel? Ach, in 1 Minute 34. Aber ist okay. Können wir doch durchspielen, oder? Oh, fuck. Was mit den Handschuhen hier? Boom. Komm her hier. Bam. Bam. Und komm. Jawolski. Und zack. Oh, das war nice. Komm her. Bam. Ich bin schon wieder tot. Ich wurde schon 5-mal rausgeworfen, oder was? Ja, komm schon. Boah, das war nice. Was macht er jetzt? Ach so, okay. Witziges Spiel auf jeden Fall. Macht jedenfalls sehr doll Spaß. Wie halt Super Smash Bros. Ich bin Erster geworden? Nice. Ich bin Erster geworden. Macht super viel Spaß. Vor allem ist es kostenlos. Und ich glaube, ihr könnt auch gegen Freunde spielen. Netter Zeitvertreib, auch hier wieder. Nur zu empfehlen. Geiles Spiel. Gut. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Das hilft mir zum Beispiel sehr, sehr viel. Und ich weiß, was ihr sehen wollt und was nicht. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer The Blockhoff. Cheerio.